Hey Leute, heute zeige ich euch die neue Fender American Elite Stratocaster. Die Elite Strat gab es eigentlich schon mal, und zwar in 1983 bis 1984. Das Modell hier ist aber kein Reissue, also keine Wiederauflage davon, sondern ein eigenständiges Modell. Ab 2016 wird die American Deluxe Serie von Fender durch diese Elite Serie abgelöst. Die Features sind sehr ähnlich. Die American Elite Stratocaster hat Locking-Mechaniken und ein Compound Radius Hals. Das bedeutet, in den oberen, also in den ersten Bünden, hast du ein C-Halsprofil. Das macht sehr angenehm damit, Akkorde zu spielen. Und in den höheren Lagen hat man ein D-Halsprofil, was für Soloieren besser ist. Wir haben ein sogenanntes Micro-Tilt. Das bedeutet, das ist quasi ein praktischer Zugang zum Halsspannstab, womit man halt den Halsspannstab verändern kann, die Spannung davon, ohne dass man den Hals abschrauben muss. Wir haben Chrom-Hardware und ein 2-Punkt-Tremolo und ein normales Stratocaster-Layout mit 5-Weg-Schalter, 2 Tonreglern und einem Volume-Regler. Wir haben einen sogenannten S1-Switch, zu dem komme ich später nochmal. Und wir haben 3 Single Coils. Die Single Coils sind die Noiseless-Tonabnehmer der 4. Generation. Die sollen laut Fender nochmal mehr klingen wie die guten alten Single Coils und eben nicht nervig brummen und keine nervigen Nebengeräusche produzieren, die man vielleicht von klassischen Single Coils kennt. Die Gitarre wiegt ca. 3,8 Kilogramm, der Korpus ist aus Erle, der Hals ist aus Ahorn und das Griffbrett aus Palisander, also sehr klassische Zutaten sozusagen. Die Verarbeitung ist tadellos, das Finish ist sehr gut aufgetragen und die Bünde sind super abgerichtet und schön verrundet. Die Bespielbarkeit und die Seitenlage sind wirklich super. Das Finish ist zum Beispiel eine der Neuigkeiten für 2016. Es heißt Skyburst Metallic und mir persönlich gefällt es ganz gut. Es ist nicht so abgenutzt, sage ich jetzt mal, wie zum Beispiel Sunburst oder sonst was. Und es gefällt mir gut. Also es gibt auch noch andere Metallic-Farben für die Elite-Serie, aber natürlich auch diese klassischen Finishes wie Sunburst und was weiß ich. Okay, kommen wir jetzt zu den Sounds. Ich spiele über ein Turok Studio Pro 35 und ich habe keine Effekte dazwischen geschaltet. Das mache ich extra, weil ich mich dafür entschieden habe, nur auf die Clean Sounds einzugehen. Weil würde ich jetzt jeden einzelnen Sound, den man mit der Gitarre abdecken kann, euch zeigen wollen, dann würde ich davon vom Hundertsten ins Tausende kommen und das Video würde ewig lang werden und da hat kein Mensch eigentlich Lust drauf, sich das anzuschauen, habe ich mir gedacht. Und deshalb werde ich einfach nur die Clean Sounds heute mal zeigen. Ja, also, ich werde jetzt erstmal mit diesem S1-Schalter ausgeschaltet spielen und die ersten 5 Positionen durchgehen. In der ersten Position haben wir den Halstonabnehmer. In der zweiten haben wir Hals- und Mitteltonabnehmer parallel geschaltet. In der dritten Position haben wir den Mitteltonabnehmer. In der vierten Position Mittel- und Bridge-Tonabnehmer parallel geschaltet. Und in der 5. Position nur den Bridge-Tonabnehmer, also die klassischen Stratocaster-Verschaltung. Ich spiele jetzt einfach mal ein bisschen was und dann kriegt ihr eine Idee vom Sound.
Wie man vielleicht erahnen kann, klingt die Gitarre wirklich nach einer Stratocaster. Aber man hat halt kein nerviges Single-Coil-Gebrumme. Mir gefällt der Sound gut, aber meine eigene Meinung sage ich später im Video. Ich mache jetzt erstmal nur die Sounds. Okay, also gehen wir weiter zu diesem S1-Switch. Das ist ein Feature, womit du 5 komplett andere neue Sound-Schaltungsmöglichkeiten hast. Also, wenn er jetzt eingedrückt ist, also an ist, habe ich in dieser Position alle Pickups gleichzeitig seriell geschaltet. In dieser Position habe ich den Neck- und den Mitteltonabnehmer seriell geschaltet. In der Position habe ich Mittel- und Bridge-Tonabnehmer seriell geschaltet. In der Position habe ich den Neck-Tonabnehmer parallel geschaltet und Mittel- und Bridge-Tonabnehmer seriell geschaltet. Also quasi diese Position, nur noch mit dem Halstonabnehmer. Und in dieser Position habe ich den Bridge-Pickup parallel geschaltet und Neck- und Mittel-Pickup in seriell geschaltet. Also quasi diese Position mit dem Bridge-Tonabnehmer. Ich werde jetzt einfach immer dasselbe spielen und also mehr oder weniger und dabei durch die einzelnen Positionen gehen und dann hört ihr, denke ich, ganz gut die Unterschiede und danach sage ich noch mal ein bisschen was dazu. Okay, das waren jetzt die Positionen. Also meiner Meinung nach sind die ganzen Schaltungen klingen auf jeden Fall eher mal dumpf. Wenn man jetzt zum Beispiel mal vergleicht diese Position mit dem S1-Schalter aus, das sind jetzt die beiden Tonabnehmer parallel verschaltet, hört sich das so an. Jetzt drücke ich den S1-Switch und wir haben die beiden seriell verschaltet. Also meiner Meinung nach, die Positionen hören sich halt recht ähnlich an. Das kann ich jetzt auch nochmal zeigen an dem Beispiel dieser Position. Das ist Mittel- und Bridge-Pickup parallel geschaltet, also der S1-Switch ist aus. Und danach werde ich zum Vergleich diese Position mit dem S1-Switch an spielen. Da haben wir eben Mittel- und Bridge-Pickup seriell. Also Mittel- und Bridge parallel, Mittel- und Bridge seriell.
Ähm, also grundsätzlich würde ich sagen, dass eben diese beiden Positionen, also Neck- und Mitteltonabnehmer und Mittel- und Bridge-Tonabnehmer seriell, sehr ähnlich diesen beiden Kombinationen in Parallel klingen, bloß dass man einfach weniger Höhen hat und ein bisschen mehr Druck sozusagen. Okay, die erste Position sind alle zusammen seriell. Die klingt sehr dumpf und eigen. Ich persönlich finde, dass man damit gut so jazziges Zeug spielen kann. Weil das für eine Stratocaster eine wirklich sehr dunkel klingende Position ist und mit den richtigen Verstärkereinstellungen, also an meinem Turok klingt es jetzt gerade, weil ich natürlich nur eine Einstellung habe, nicht so unbedingt jazzig, aber man kann damit wirklich super Jazz spielen. Ich habe es schon ausprobiert, klingt gut, also mir gefällt es. Wirklich am wenigsten gefallen mir die letzten beiden Positionen mit dem S1-Switch an. Zum einen, wenn man mal hinhört, knackst es, wenn man umschaltet. Jetzt nicht mehr. Ähm, Das ist natürlich störend und die klingen einfach schrill und irgendwie ist einfach nicht mein Sound. Mir gefällt es nicht. Ja, aber ich habe mir trotzdem ein paar Anwendungen überlegt. Also für diesen S1-Switch. Man könnte natürlich mit der Position super Jazz spielen. Mit den beiden kann man, wenn man nicht diesen typischen Stratocaster-Sound will, nicht dieses Mark Knopfler-mäßige, ihr wisst schon, was ich meine, dann kann man mit den beiden gut auch zum Beispiel sowas Bluesiges spielen oder Rock. Und mit diesen letzten beiden Positionen, die ich persönlich überhaupt nicht mag, kann man, was ich rausgefunden habe, sehr gut verzerrt spielen. Also so Hard Rock, Punk Rock, so Geschrammel halt. Hört sich damit wirklich gut an und setzt sich gut durch. Ja, ja, das war's eigentlich schon. Mein Fazit zu der Gitarre ist, die ist wirklich super verarbeitet. An der Bondierung und an der Bespielbarkeit ist nichts auszusetzen und am Finish eh nicht. Das ist total schön gemacht und sieht auch wirklich super aus. Ähm, Der Sound gefällt mir gut. Die Single Coils klingen wirklich nicht so langweilig, wie man es vielleicht erwartet, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, dieses S1-Feature ist für mich persönlich jetzt eher nicht so sinnvoll. Also diese erste Position, also alle Tonabnehmer seriell, gefällt mir gut. Mit den anderen weiß ich persönlich nicht viel anzufangen, aber mein Gott. Was mir nicht so gut gefällt an der Gitarre ist eigentlich nur der recht hohe Preis, 1800 Euro glaube ich, so ungefähr. Ähm, und das hohe Gewicht. Also, wenn man so hört, American Elite, denkt man so, ja, dann könnte die wenigstens mal ein bisschen leichter sein. Aber 3,8 Kilo finde ich persönlich ist ein bisschen schwer. Aber mein Gott, so ist es halt. Also, die Gitarre ist wirklich ein super Allrounder. Durch dieses S1-Feature kannst du wirklich alles Mögliche spielen, von Jazz über Bluesrock bis hin zu so Hardrock-Geschrammel. Und die ist einfach wirklich eine super Studio- oder Bühnengitarre, weil die sich super anpassen kann und man einfach viel damit spielen kann. Mir gefällt sie gut. Ja, das war's jetzt schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen und halbwegs was gebracht. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben und abonniert mich. Würde mich freuen.
Danke fürs Zuschauen.